Ein Terrorist bereitet einen Anschlag vor. Terrorismus ist eine Straftat, die nicht nur darauf abzielt, viele Menschen zu töten, sondern dass möglichst viele Menschen zuschauen. Was uns in Deutschland bedroht, hat sich geändert. Terror ist heute eine Frage von kleinen Nadelstichen, ohne großen logistischen Aufwand. Wir haben natürlich nach wie vor die Gefahren des islamistischen Terrorismus, aber wir haben auch eine steigende Gefahr im Bereich Rechtsterrorismus. Hier spricht die Polizei! Sie kommen, wenn sonst keiner mehr helfen kann. Die GSG 9, die Spezialeinheit der Bundespolizei. Ich wünsche mir, dass die Bevölkerung weniger Angst hat, wenn sie eben weiß, dass es die GSG 9 gibt. Das ist gerade schlecht. Wie sicher ist Deutschland durch die GSG 9? Wir haben den Alltag der Spezialeinheit begleitet. Das sind ja nur keine Maschinen oder was, ne? Die haben ja auch Gefühle. Ich habe einen Abschiedsbrief verfasst für meine Familie. Inside GSG 9. So nah dran war noch kein Fernsehteam. St. Augustin, Ortsteil Hangela. Zwischen Carports und frisch gezupften Vorgärten, im Herzen der alten Bonner Republik, hat die Eliteeinheit von Deutschlands Bundespolizei ihr Hauptquartier. Die Grenzschutzgruppe 9. Morgen. Ich bin hier im Standort St. Augustin eingestellt worden und habe die GSG 9 immer von außen vom Zaun betrachtet gesehen. Oh mein Gott, was müssen das für Typen sein? Aus Filmen, aus Videos, Dokumentationen. Dann siehst du die beim Mittagessen, dann fahren sie mit einem Auto zum Schießen und irgendwann denkst du mal, oh, das ist toll. Der Kommandeur nimmt die Nebeneinfahrt. Das ist für mich der normale Tagesbeginn. Morgen. Und ja, irgendwie auch angenehmer Alltag. Und ja, man kann sich noch mal so ein bisschen sammeln, noch mal durchgehen, was erwartet einen an dem Tag. Aber das ist nichts anderes als bei jedem anderen Menschen auch, der zur Arbeit fährt. Einen Sommer lang haben wir die 3. Einheit der GSG 9 begleitet, waren so nah dran am Alltag der Spezialeinheit wie bisher keine Kamera. Das meiste, was sie tut, ist streng geheim. Das liegt in der Natur ihres Auftrags. Deswegen hat die GSG 9 darauf bestanden, alles, was wir zeigen, vorher zu genehmigen. Aber wir nehmen dann unseren Koffer, dann ist gut. Genau, kannst du gerade mal stoppen, bitte? Ja. Wunderbar. Abgesehen vom Kommandeur wird in diesem Film kein GSG 9er sein Gesicht zeigen. Ihr habt einen sehr tiefen Einblick schon in das, was wir hier so machen, wie wir so sind und wie wir leben. Aber ich denke, das ist auch verständlich für jedermann, dass wir da konsequent sein müssen und einfach auch die Gesichter von keinem der Kameraden zeigen. 8 Uhr. Der Einheitsführer der 3. Einheit lässt seine Männer antreten. Moin. Moin. Da sind wir morgen. Wie viele genau in seiner Einheit sind, muss geheim bleiben. Also viel Pamborium. Die GSG 9 hat etwa 30 Einsätze im Jahr. An allen anderen Tagen trainieren die Männer, heute mit Übungsmunition. Bitte zur Ausbildung was sagen? Also wenn alle teilnehmen, bräuchten wir 4 Bullis. 300 mal 2:3 Manöver für den Tango, dann 300 mal nochmal 2:3 fix und 309 mm FX. Fast 1000 Schuss. Genug, um 20 Busse mit Terroristen auszulöschen. Und jemand zu TSM. Kalinka. Der Mann heißt nicht wirklich Kalinka. Die Männer der GSG 9 reden einander mit Spitznamen an. Jeder, der hier die Ausbildung beendet hat und in die Einheit kommt, hat entweder im Rahmen der Ausbildung sich einen Spitznamen erarbeitet. Das kann aufgrund von einer Situation sein, das kann eine Ableitung von seinem Namen sein. Und den behält er dann im Prinzip auch in seiner ganzen Standzeit hier. Die Männer der GSG 9 haben Spitznamen wie Oma, Fleisch und Also. Unser Einheitsführer heißt Mopsi.
Ich habe tatsächlich so ungefähr 10, 12 Kilo verloren während meiner Ausbildungszeit hier in den 10 Monaten und bin dann einfach ein Stück weit auf mein Idealgewicht abgemagert und habe das innerhalb von kürzester Zeit, hatte ich dann mein Normalgewicht wieder, also mein Kampfgewicht. Und das hat natürlich, das sah dann vielleicht auch schon ein bisschen aus, der Mensch hat ein bisschen Volumen bekommen. Und damals gab es 2 Namen, die zur Debatte standen. Einmal wollte mich jemand Ernie nennen, nach Ernie und Bert, wegen meiner Frisur. Und der andere gesagt, nein, es ist ein Mopsi. Kommandeur Jérôme Fuchs geht auch zur Übung. Seit 5 Jahren führt er die GSG 9. Meistens sitzt er in Besprechungsräumen. Heute wird er mittendrin gebraucht. Wir haben einen schwer bewaffneten Täter, wir haben ein Gebäude, das nur aus der Luft erreichbar ist, weil die Zugänge verbarrikadiert sind, möglicherweise auch mit Sprengfallen gesichert sind. Das werden wir gleich sehen. Fakt ist, wir kommen nur über das Dach rein, von daher werden wir jetzt mit den Hubschraubern annähern. Gleichzeitig irgendwo in Berlin. Ein Islamist plant einen Anschlag. Seine Anweisungen bekommt er von einem Kämpfer des sogenannten Islamischen Staats. Sein Plan? Ein Anschlag mit dem Giftstoff Rizin. Der Terrorist will das Rizin mit einer selbstgebauten Bombe verbreiten. Die Geschichte ist fiktiv, doch einen ähnlichen Fall gab es schon mal. Der Rizin-Fall, wenn man so will, eine chemische Bombe, hätte eine verheerende Wirkung gehabt. Da sprechen wir nicht von 2, 3, 4 Toten, da sprechen wir von ganz anderen Szenarien. Wir wissen seit langem aus nachrichtendienstlichen Informationsaufkommen, dass terroristische Gruppierungen versuchen, mit atomarem, biologischen, chemischen Kampfstoffen Terroranschläge zu begehen. Und wir haben in dem Rizin-Fall auch gesehen, wie relativ einfach es ist. Die Zutaten für eine solche biologische Waffe kann jeder legal im Netz bestellen. Rizin gewinnt man aus Pflanzensamen. 2018 hat ein Terrorist in Köln-Korweiler einen Rizin-Anschlag vorbereitet. Doch die Polizei konnte das verhindern. Viele dieser Mittel, die es gibt, auch Stickstoff und andere Düngemittelbestandteile, sind nun mal auch ein notwendiger Bestandteil von ganz legalen Aktivitäten. Das werden sie nicht verbieten können. Das wäre auch eine überzogene Maßnahme. Wir müssen so gut sein, zu erkennen, dass und wenn ein Missbrauch geplant ist. Komplexe Anschlagsszenarien wie 2015 in Paris oder 2016 in Brüssel hält das Innenministerium gerade für wenig wahrscheinlich. Also mehrere Attentäter, die zeitgleich an verschiedenen Orten zuschlagen. Lange Zeit haben wir es mit Tätern zu tun gehabt, die danach trachteten, einen organisierten Anschlag zu begehen, mit einer möglichst großen Zahl von Opfern, allerdings auch mit sehr aufwendiger Tatplanung. Aber dann ist der Tatmodus umgeschwenkt und die Täter sind dazu übergegangen, niederschwellig, wie wir sagen, mit relativ geringem Aufwand Einzelpersonen zu töten. So wie 2016 auf dem Berliner Breitscheidplatz. Anis Amri rast mit einem gestohlenen Laster in den Weihnachtsmarkt. 12 Menschen sterben. Der sogenannte Islamische Staat ist zwar militärisch besiegt, doch es gibt allein in Deutschland knapp 300 Islamisten, denen die Polizei jederzeit einen Anschlag zutraut. Die letzten Möglichkeiten, die dem IS jetzt bleiben, sind uns Verwundungen beizubringen in unseren Ländern. Kleine Einzelattacken, Einzelattentate. Deutschland ist sozusagen in vielerlei Hinsicht bedroht. Wir haben natürlich nach wie vor die Gefahren des islamistischen Terrorismus, aber wir haben auch eine steigende Gefahr im Bereich Rechtsterrorismus. Wie groß diese Gefahr ist, haben die vergangenen Monate gezeigt. Der Anschlag in Halle und der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke.
Das Problem des Rechtsterrorismus, des Rechtsextremismus ist lange Zeit einfach ignoriert worden, muss man sagen. Da sind die Lehren nicht gezogen worden aus dem NSU-Skandal. Und ich glaube, da sehen wir aktuell auch nur die Spitze des Eisbergs und können noch gar nicht so richtig überblicken, wie groß die Bedrohung aus diesem Bereich tatsächlich ist. Check. Für solche Bedrohungsszenarien trainieren sie täglich. GSG 9 Einheitsführer Mopsi und seine Männer. In einem Gewerbepark haben sich Attentäter verschanzt. Sie schießen wahllos auf Unbeteiligte. Es ist nur eine Übung, doch die Anspannung ist echt. Die Männer kennen das Gelände nicht. Sie stehen unter extremem Zeitdruck und sie wissen, ihre Gegner wären zum Äußersten bereit. Die Männer wissen jetzt nicht, worauf sie sich einlassen und müssen mit sehr viel Risiko in so eine Lage reingehen. Also das ist schon eine sehr hohe Anspannung. Deswegen machen wir auch in der Übungslage sehr wenig, wo wir uns darauf vorbereiten können. Weil das kannst du nur erzeugen, wenn du es halt in einer Übungslage auch künstlich durch so einen gewissen Druck erzeugst. Also der mentale Druck, der psychische Druck, der auf den Leuten jetzt lastet, ist halt enorm hoch. Sie können tauchen, Fallschirmspringen und sich mit 35 Kilo Ausrüstung sekundenschnell aus dem Hubschrauber abseilen. Etwa 400 Männer sind in der GSG 9. Sie werden gerufen, wenn es richtig gefährlich wird. Ihr Job? Terroristen, Geiselnehmer oder schwer bewaffnete Kriminelle festnehmen. Wir trainieren und schießen sehr viel, um es möglichst im Einsatz dann nicht tun zu müssen. Folgende Lage im Bereich. Sie unterstehen direkt dem Innenminister, sind im In- und Ausland im Einsatz. Ihr Auftrag? So viele Beweismittel sichern wie möglich, so wenig kaputt machen wie nötig. Man muss Fähigkeiten für diese Arbeit mitbringen, die man auch nicht ohne weiteres erlernen kann, ja, die man von vornherein schon irgendwie haben muss. Eine hohe soziale Kompetenz, eine innere Ruhe und Gelassenheit, eine hohe Stressresistenz und vor allen Dingen auch die Fähigkeit, sehr, sehr gut im Team miteinander zu arbeiten. Hier kann keiner ein Rambo sein, weil wir viel sorgfältiger mit der Einsatzlage umgehen müssen, als dass wir irgendwo reinstürmen und alles vernichten. Es wird keiner auf jemanden schießen, wenn er nicht in einer unmittelbaren Bedrohungssituation ist. Also von daher hinterlassen wir niemals verbrannte Erde. Knapp 2000 Einsätze hatte die GSG 9 in den 47 Jahren seit ihrer Gründung. Dabei haben sie nur 8 Mal geschossen, sagen sie. Wir haben Sicherheit hergestellt. Machen Sie die Tür auf. Die GSG 9 funktioniert wie eine eingespielte Fußballmannschaft. Eine grobe Taktik legen sie vorher fest. Wie genau die Männer im Einsatz vorgehen, ergibt sich aber aus der Situation. Damit sie sich blind aufeinander verlassen können, machen sie Drills wie diesen. Das hilft auch gegen den menschlichen Fluchtinstinkt, wenn sie bewaffneten Tätern entgegenstürmen. Man sollte sich schon bewusst sein, was da vorne auf einen warten kann. Gerade auch, wenn auf einen geschossen wird aktiv. Aber wenn wir keine Angst hätten, wären wir die Falschen für den Job. Natürlich sind da auch Ängste bei und dafür trainieren wir auch viel. Dafür sind aber auch Einsätze wichtig, die man absolviert, um dieses Moment, wenn es dann losgeht, auch einfach beherrschen zu können. Kommunikation hatte ich zu euch gut. Wir konnten euch die Deckung geben, das hat von unserer Seite aus gepasst. Die Frage, wie es vom Vorgehen innerhalb für euch war. Mopsi ist mit 42 einer der Ältesten hier. Vor 24 Jahren hat er beim damaligen Bundesgrenzschutz angefangen, dann die Aufnahmeprüfung zur GSG 9 geschafft. 50 Einsätze hat er hinter sich, war in Mali und im Irak. Insofern haben wir da massiv Druck aufgebaut. Ich hätte wahrscheinlich auch Feuerwehrmann sein können oder Notarzt. Also meine Berufung liegt irgendwie darin, auch Menschen zu helfen. Und wenn man das auch noch in einer Einheit machen kann, auf so einem hohen Niveau, dann ist das halt auch etwas, was einem viel gibt. Also mir bedeutet das halt viel. Der Terrorist kundschaftet Anschlagsorte aus. Er will so viele Menschen töten wie möglich. Und er will Aufmerksamkeit. Terrorismus ist eine Gewalttat, die eben vor allem auf symbolische, sichtbare, dramatische Gewaltakte zielt, die letztlich auch Angst und Schrecken in der Bevölkerung verbreiten wollen. Das heißt, das ist genau ihr Ziel. Sie ist ein Theater, ja, sie ist eine Kommunikationsstrategie, die eine Botschaft sendet an ein Zielpublikum. Sie hätte aber große Effekte darauf, wie sich Menschen trauen, sich im öffentlichen Raum zu bewegen.
Verkehrsmittel zu benutzen, zur Arbeit zu gehen. Der Terrorist sucht einen symbolträchtigen Ort in Berlin, wo seine Rezin-Explosion die ganze Republik treffen würde. Dort, wo ein Parlament ansässig ist, dort, wo eine Regierung ansässig ist, wo ja auch viel öffentliches Leben stattfindet und also es ist einfach auch ein attraktiver Ort, ja, aufgrund dieser ganzen Institutionen, die hier in Berlin auch ansässig sind. Sowas ist natürlich auch für Terroristen attraktiv. Dass wir eine Antiterroreinheit bisher nicht in der Hauptstadt haben, das müssen wir korrigieren. Auf dem Flur der 3. Einheit der GSG 9 ahnt niemand etwas von einem bevorstehenden Anschlag. Du hast da trainiert heimlich die ganze Zeit. Au. In der Kaserne in St. Augustin hat jeder GSG 9er seine eigene Bude. Nur wenige schlafen hier, die meisten wohnen mit ihren Familien in der Nähe. Es riecht nach selbstgekochtem Curry. Die Männer verbringen hier mehr Zeit als irgendwo sonst. Wie viele Taschen hast du? Am Ende wahrscheinlich 5. Zorro muss morgen für 3 Wochen nach England. Ich packe gerade für eine Auslandsverwendung in Großbritannien. Ich werde dort bei der britischen Armee an einem IMOI-Kurs teilnehmen. Fragst du dich, was das ist? Heißt übersetzt Explosive Methods of Entry. Und beschäftigt sich mit Masse, mit der ganzen Geschichte. Wie öffne ich Objekte? Wie schaffe ich den Zugang? Wie fast alle in der 3. Einheit haben Kalinka und Zorro Frau und Kind. Und Madame kann die Kleine versorgen in der Zeit, oder? Ja, so wie immer halt, ne? Ja, die war jetzt unterwegs hier. Du hast das dann gemanagt. Ja. Ja, gut. Aber wird schon laufen. Habt ihr sonst hier Nachbarn oder irgendjemand in der Nähe, die übernehmen können? Ja, also die helfen immer mal wieder aus. Ne? Kennst ja selber. Ja. Funktioniert auch ohne mich. Da gibt es so Stichworte wie Work-Life-Balance. Bei uns hast du eigentlich nur Work. Balance ist schwierig. Die meiste Zeit, die intensivsten Momente in ihrem Leben teilen diese Männer mit ihren Kameraden. Da haben es die Familien oft schwer mitzuhalten. Okay. Nicht alles, was man hier erlebt, kann man mit der Familie besprechen. Das würden die zum Teil auch gar nicht verstehen, weil das einfach eine andere Welt ist. Dann spreche ich lieber mit einem Kameraden, der für mich auch Familie ist irgendwo. Das führt natürlich auch zu schlechter Stimmung. Und wegen, wieso verschließt du dich? Erzähl doch mal. Zu Hause bleiben, wenn das Kind krank ist, das ist bei der GSG 9 kaum drin. Die Männer arbeiten so gerne, dass ihr Einheitsführer sie eher zwingen muss, überhaupt mal Feierabend zu machen. Das ist so meine Empfehlung. Guckt auch, dass ihr es euch dann zu Hause vielleicht nicht versaut. Also wenn gerade ein Kind geboren wird, würde ich eigentlich jedem nahelegen, bleibt zu Hause. Aber in Extremfällen gibt es auch das. Die rufen hier an und sagen, soll ich kommen? Die fragen, soll ich kommen? Ja, und ich habe es als Dienstvorgesetzter einfach. Ich muss die Leute nicht motivieren. Ich muss sie teilweise eher bremsen und vielleicht manchmal vor sich selber schützen. Frau Linda. Marlies ist da. 13 Jahre lang hat sie bei der GSG 9 geputzt. Seit 2,5 Jahren ist Marlies in Rente, aber sie kommt immer noch regelmäßig vorbei. Einmal GSG 9, immer GSG 9. Das ist einfach so. Vom Alter entsprechend ist es ja auch so, das könnten ja unsere Söhne sein, ne? Und so hat man den einen und den anderen ja auch gesehen, ne? Das ist einfach so, ne?
Ja. Wäscheständer vom Flur, kommt jetzt mit der Maschine. Das Vertrauen auch, ne? Ja. Weil eben halt, es liegen ja auch Sachen schon da. Also, da muss man ja auch jemandem vertrauen. Wenn man dann jahrelang auf so einer Etage ist, so wie Christa, Ingrid oder ich war, oder wie du im Container, du auch, dann müssen die ja Vertrauen haben, ne? Ist ja klar, ne? Noch nie hat es eine Frau in eine Einsatzeinheit der GSG 9 geschafft. Abgesehen von ein paar Schreibtischbeamtinnen sind die Reinigungskräfte die einzigen Frauen hier. Ja. Bei mir auf der, ich sag mal, Etage, da ist jetzt eine Frau dazugekommen. Da habe ich auch schon gesagt, so ja, muss das denn jetzt sein? Ich war bisher immer die Einzige und also das ist schon, also ich glaube, das wäre schon komisch. Also. Das lassen wir nicht zu, ne? Ich glaube, nee, das möchte ich nicht. Ich bin da oben eine Mutter der Kompanie und Schluss aus Ende. Da kann niemand mehr dazu, weibliche Person. Ja, ich denke mal, sie meint das anders. Ne? Sie meint irgendwie, dass die auch diesen Job machen könnten, eine Frau. Warum nicht? Klar, sicher gibt es die eine und die andere. Die müssen natürlich ein paar Kriterien erfüllen, ist ja logisch. Ne? Ich denke mal, dass die auch vom Körperlichen einfach das vielleicht nicht so schaffen wie ein Mann. Das Leben unter Männern, ist das jetzt so erstrebenswert für eine Frau? Ich sage wahrscheinlich nein, weil du dir unter Umständen viele Sprüche anhören musst. Aber ich habe nichts dagegen, wenn eine Frau kommen würde. Überhaupt nicht. Ich habe es nun in meiner ganzen Zeit nie erlebt, dass es eine Frau mal versuchen würde. Aber ich habe eine Frau zu Hause sitzen. Also für mich ist das völlig in Ordnung, den ganzen Tag unter Jungs zu sein. Doch was ist, wenn Kameradschaft sich verselbstständigt? Wenn daraus ein übertriebener Chorgeist entsteht? Wenn man sich als Elite versteht, die Probleme unter den Teppich kehrt? Bei Spezialeinheiten der Bundeswehr und der Polizei gab es alarmierende Vorfälle. Eine große Anfälligkeit für Kameraderie, also bis hin zu Chorgeistverhalten, glaube ich, ist gar nicht das Hauptproblem, jedenfalls nicht in den Spezialeinheiten, die ich kenne und die wir führen. Aber dieses Gefühl, wir müssen einander vertrauen, führt sicherlich dazu, dass man erstmal versucht, die Dinge in den eigenen Reihen zu klären. Und das kann dann zu weit gehen. Und dann kann es manchmal zu spät sein. Dem müssen wir vorbeugen. Das Kommando Spezialkräfte, KSK, die Eliteeinheit der Bundeswehr. Hier gab es mehrfach Hinweise auf Rechtsextremismus, die das KSK nicht gemeldet hat. Doch nicht nur die Spezialeinheit der Bundeswehr selbst ist in den Fokus geraten. Razzia bei Mitgliedern einer rechten Gruppe 2017 in Mecklenburg-Vorpommern. Besonders brisant, darunter auch Beamte aus der Spezialeinheit der Polizei. Sie sollen Waffen gehortet und kistenweise Munition beiseite geschafft haben. Rechtsextreme Tendenzen in Spezialeinheiten. Auch die Bundesregierung ist alarmiert. Das ist natürlich in besonderer Weise für die Bevölkerung ein Alarmzeichen, wenn man sagt, solche Tendenzen sind ausgerechnet in den Behörden und Institutionen vorhanden, die sie ja schützen sollen. Wenn ich feststellen würde, wir haben jetzt hier mal den Extremfall, jemand, der gerne ein Hakenkreuz auf seiner Uniform trägt, dann wäre es wahrscheinlich eindeutig und ein Alarmfall. Wir sind auch nur ein Querschnitt der Gesellschaft und ich gehe davon aus, dass es AfD-Wähler gibt, auch in der GSG 9. Es ist meine Mutmaßung, beschreiben kann ich es nicht. Ich erkenne hier aber überhaupt keine Tendenzen in diese Richtung. Also wir haben alle auf die FDGO eingeschworen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, und die schützen wir. Der Terrorist bekommt, was er ganz legal im Internet für seine biologische Bombe bestellt hat. Vorher kann man halt eben auch nicht eingreifen, weil bestimmte Vorbereitungshandlungen einfach entweder noch nicht strafbar sind oder halt eben noch nicht auffallen. Ja, aber das zeigt natürlich, also gerade weil dieser Fall ja relativ aktuell ist, dass also auch heute sozusagen im Hier und Jetzt auch mit solchen Anschlägen zu rechnen ist. Einem solchen Tätertyp auf die Spur zu kommen, ist für die Ermittler sehr schwierig.
Gelingt es ihnen, muss es schnell gehen. Für die Antiterrorarbeit der GSG 9 ändert das alles. Ja, weil wir eigentlich realisiert haben, dass es Szenarien gibt, Anschlagsszenarien. Ich nenne da immer noch mal die Bataclan-Lage in Frankreich, wo Zeit der entscheidende Faktor ist. Und da kann es einfach zu lange dauern, wenn wir versuchen, von St. Augustin aus in Richtung Norddeutschland in den Einsatz zu fahren oder zu fliegen. Deshalb baut die GSG 9 in Berlin ihren zweiten Standort auf und vergrößert sich um etwa 1/3. Kommandeur Fuchs auf Erkundungsflug. Kommt jetzt alles relativ Schlag auf Schlag hier? Ja. Temperatur Reichstag. Den optimalen Landeplatz hätten wir schon für mehrere Objekte. Ja, also man sieht schon sehr schön hier die Möglichkeiten, die man hat, aber so auch für eine Außenlandung. Ja. Die Anschläge lehren, dass die Großstädte sehr in Gefahr sind. Das zeigen die Anschlagsorte bisher, Berlin, Paris, Oslo, Brüssel. Deshalb brauchen wir die GSG 9 hier. Es ging darum, ja, in Berlin noch besser präsent zu werden. Und dazu war es halt wichtig, nicht St. Augustin zu schwächen, sondern Berlin zusätzlich mit zu übernehmen. Und das geht halt nur, wenn ich mit den Kräften aufwachse. Ne? Sonst muss ich Kräfte aus St. Augustin rausschneiden und hierher verlegen. Einen Teil der GSG 9 nach Berlin zu holen, die Entscheidung steht. Doch der Umzug dauert. Es ist schwer, ein Quartier zu finden, das den hohen Trainingsansprüchen der Eliteeinheit genügt. Deswegen sind die Männer vorerst provisorisch in der Stadt untergebracht und nur wochenweise hier. Ich gehe davon aus, dass wir Ende nächsten Jahres Kräfte fest hier haben, die dann permanent in Berlin sind. Aber auch die werden zusätzlich verstärkt ausgetauscht mit Kräften aus St. Augustin. Das wird auch immer so bleiben. Ja, ich freue mich sehr, dass wir uns kennenlernen. Termin im Bundestag. Der Chef der Bundestagspolizei zeigt Kommandeur Fuchs, welche Ecken im Reichstagsgebäude sicherheitsrelevant sind. Das größte Bürogebäude, was der Deutsche Bundestag hat. 1800 Büros. Die Lieferanteneinfahrt im Keller interessiert den GSG 9-Chef besonders. Wir nennen das die Schräubchenkunde einzusteigen, ne? Dass man sich dann Gebäude für Gebäude mal genauer ansieht. Nur wir können das halt nur bis zu einem bestimmten Detaillierungsgrad. Ne? Das verändert sich auch immer wieder und von daher für uns ist wichtig, wo sind die Gebäude, wo können wir unsere Kräfte positionieren, wo sind Zugänge und alles andere, das überlassen wir den Spezialisten, die tagtäglich dort arbeiten. Jetzt würde ich unheimlich gerne mal da runterschauen, wenn es irgendwie ging. Ja? Also. Das parlamentarische Herzstück. Ja, das wäre klasse. Wir gucken jetzt, wie in der Penal sitzt. Das sieht schon ein bisschen, ja. Ah, ja. Auslandstraining in Tel Aviv. Die GSG 9 ist mit vielen ausländischen Spezialeinheiten vernetzt. Die Partnerschaft mit der israelischen Antiterroreinheit Yamam ist besonders eng. Regelmäßig tauschen die beiden Verbände ihr Wissen aus, trainieren in gemischten Teams. Was wir in den vergangenen Jahren gesehen haben, ist, dass es jetzt in Europa auch diese Art von Angriffen gibt. Auch dort kommen Terroranschläge vermehrt von sogenannten einsamen Wölfen. Wir sind daher mehr als glücklich, unsere Erfahrungen mit unseren Kollegen und Waffenbrüdern der GSG 9 zu teilen. In einem Kibbuz soll das deutsch-israelische Team eine Gruppe Terroristen aufhalten. Es ist ein ganz normaler Montag.
Und ihr trainiert, wo Menschen wohnen? Ja, machen wir oft. Richtig, richtig viel. Sowas dürfen wir nicht. Wir trainieren nur an Übungsplätzen. Nö, wir machen das einmal im Monat. Wir trainieren in Schulen, im Kibbutz, in der Stadt. Wir sind doch die Polizei. Niemand wird uns abhalten. Das ist für uns normal. Die meisten Übungen machen wir an echten Orten, im wirklichen Leben. Die Zivilisten werden für die Sache rekrutiert. Darum geht es ja bei der Sache, dass die Leute sicher sind. Terroristen schnappen, tot oder lebendig. Das ist die Devise der Yamam. Die israelische Antiterroreinheit lässt oft nicht so viele Beweismittel übrig wie die GSG 9. Trotzdem arbeiten die Einheiten so ähnlich, dass dem gemischten Team der Zugriff aus dem Stand gelingt. Deutsche in Kampfmontur mitten in einer israelischen Wohnsiedlung. Damit scheint hier niemand ein Problem zu haben. Ich habe noch nie erlebt, dass hier jemand gefragt hat, wie kann das denn sein? Das wäre meine Antwort dazu. Also das ist letztlich nichts anderes, ob ich in Deutschland, in Israel oder in anderen Plätzen auf dieser Welt ein Training mache, ob da jetzt ein Deutscher mit einer Waffe rumläuft, das spielt. Also hier, ich habe nicht erlebt, dass es irgendeine Rolle spielt. Heute ist eine andere Zeit. Für mich ist es normal, mit der GSG 9 zu trainieren. Das war's. Und nach Feierabend ausnahmsweise offen über alles zu reden, tut auch mal gut. Ich habe ein Haus, einen Garten. Es klingt vielleicht wie ein Witz. Meine Hobbys sind meine Kinder und meine Familie. Aber es stimmt. Die meiste Freizeit verbringe ich mit denen. Wir haben halt auch alle Familie, wir wissen alle um unser Leben, um das Risiko, was wir tragen, aber wir wissen, wofür wir es tun. Ob die gegen Terror kämpfen oder wir verfolgen ja dasselbe Ziel. Vielleicht tun sie es auf die eine Art und wir auf die andere, aber es ist dasselbe Ziel. Marlies, Etagenmutter außer Dienst im Anmarsch. Ja, alles gut? Alles gut. Alles Die gut. Reise, alles gut. Wo ist denn Lieschen? Na? Hallo. Na? Na, Schätzlein? Alles gut? Alles gut. Setzt euch. Ich hole dir eben mal den Stuhl rüber. In den Jahren, die Marlies hier gearbeitet hat, haben sie und Mopsi sich öfter gesehen als ihre Ehepartner. Ich kenne ihn ja schon die 13 Jahre. Wie soll man sagen, wie du klein hier? Ja, du hast mich hier aufwachsen sehen. Ja. Und das ist natürlich, ich meine, ich kann das ruhig sagen, wie es ist. Das könnte mein Sohn sein. Ne? Ist einfach so. Und so gern habe ich ihn auch. Wenn mir das auf dem Herzen gelegen ist, dann habe ich sie halt auch mal nach ihrer Meinung gefragt. Und das war mir immer gut und wichtig, dass sie mir dann auch mal ihre Meinung gesagt hat und mir auch manchmal den Kopf gewaschen hat, zu sagen, Junge, es ist nicht immer alles schön im Leben. Man muss auch manchmal da durch, Augen zu und durch halt. Ne? Also wenn es um Beziehungsgeschichten halt eben geht. Das ist nicht immer so. Ach, hör auf, bloß auf. Die Reinigungskräfte sind nicht eingeweiht, wenn die Männer zu einem echten Einsatz fahren. Sorgen machen sie sich trotzdem. In 47 Jahren GSG-9-Geschichte sind 4 Männer im Einsatz gestorben. Einer von ihnen war Ermel, mit bürgerlichem Namen Tobias Retterath, 2004 im Irak von Snipern erschossen. Er gehörte zu Mopsis Einheit. Das war einfach, für mich war es einfach schrecklich, ne, damit auseinandergesetzt zu werden. Der ist jetzt nicht mehr da, der kommt nicht mehr wieder. Ne? Und ja, das ist einfach schlimm. Ne? Und so hat man auch Angst um jeden anderen, wo es sein könnte. Ne? Also wenn irgendwas in den Medien ist und ich höre dann irgendwann, GSG 9 hat Einsatz oder irgendwas, dann gucke ich auch. Das ist einfach so, das steckt einfach drin. Und dann wird man da immer wieder konfrontiert mit, dass man da immer unwillkürlich dran denkt. Ne? Denkt man, hoffentlich passiert nichts und ja. Ich habe einen Brief verfasst für meine Familie
Auch für Kameraden, wo ich geregelt habe, wie es denn sein sollte, wenn ich innerhalb des Dienstes oder aufgrund einer dienstlichen Tätigkeit mein Leben verlieren sollte, damit eben geregelt ist, wer erzählt meiner Frau davon. Ich will ja nicht sterben, ich will gar nicht tot sein, aber wenn es so sein sollte, dann sei halt vorbereitet. Und ich habe das sehr, wie soll ich sagen, ich habe das sehr einfach runtergeschrieben. Mir Gedanken gemacht, wie willst du es haben, dass es ist? Wie eine Einkaufsliste nenne ich das mal. So versucht das unemotional für mich zu sehen. Ich habe den Brief zugeklebt und dann draufgeschrieben, wer ihn öffnen darf. Ja. Ja. Wir haben gut zugehört. Ja. Ja. Der Terrorist ist fertig mit seiner Bombe. Der Wettlauf mit der Zeit beginnt. Einheitsführer 300, jetzt zur Führungsstelle. Hier, wo ich gerade rausgekommen bin, ist im Prinzip das Zentrum, wo sich alle Einsatzangelegenheiten der GSG 9 sammeln. Also alle Informationen gehen dort rein und werden dann im Haus an die entsprechenden Stellen verteilt. Also jetzt in dem Fall an mich als Einheitsführer einer Einsatzeinheit bin ich mit beauftragt, in diesem Fall einen Zugriff auf eine Person durchzuführen, die im Verdacht steht, mit gesundheitsgefährdenden Stoffen einen Anschlag zu verüben. Das Bundeskriminalamt ist dem Terroristen auf die Schliche gekommen. Das Innenministerium setzt die GSG 9 auf den Fall an. Alle werden aufgesessen sein auf ein Zugriffsfahrzeug, die Zielstraße fahren und dann hier die Tiefgarage einfahren. Ich muss gewährleisten, dass die Person in dem Objekt so angetroffen wird, dass sie keine Beweise vernichten kann, dass sie auch nicht fliehen kann und aber auch auf die Einsatzkräfte nicht einwirken kann. Das heißt, für mich ist immer Priorität 1 der Auftrag, Priorität 2 ist der Schutz oder die Sicherheit der Einsatzkräfte. Weil der Terrorist mit tödlichem Gift hantiert, tragen die Männer Schutzanzüge. Gut da hinten drin? In den luftdichten Anzügen ist es warm und stickig. Das hilft ja nichts, ne? Routine ist der größte Feind der ganzen Geschichte. Von daher geh halt aufmerksam an die Sachen ran und dann funktioniert das schon. Der Worst Case für mich wäre jetzt, wir haben eine Schusswaffe wird eingesetzt, einer meiner Einsatzkräfte wird verletzt und wir haben nicht nur eine reine Schussverletzung, sondern wir haben noch einen Gefahrstoff dabei. Das heißt, er ist kontaminiert. Also muss ich jetzt auch die ganze Rettungskette muss daraufhin eingestellt sein. Aber ich kann die Zeit jetzt nicht darin verschwenden, mich darüber Gedanken zu machen, was wäre, wenn. Die Zugriffskräfte für den Mopsi. Das Zugriffsteam, ja. Bitte mal einen aktuellen Status geben. Team ist jetzt in der Tiefgarage. Gut, dann habt ihr von mir jetzt das Go und könnt loslegen. Dann beginnen wir jetzt mit der Annäherung. Was jetzt? Ist gerade schlecht. Polizei! Runter auf den Boden! Runter auf den Boden! Runter auf den Boden! Da ist kein Widerstand, kommt zur Seite!
Der eigentliche Zugriff dauert keine 30 Sekunden. Der Zugriff ist erfolgt. Keine eigenen Verletzten. Es ging ja wahnsinnig schnell. Ja, deswegen war ich eben auch kurz ruhig. Also der Moment, wenn es dann in den Zugriff geht, es geht relativ schnell, aber das ist halt die Phase, wo einfach die Anspannung am größten ist, weil du auf den Funkspruch wartest, die Zielperson ist lokalisiert, die Wohnung ist genommen, Sicherheit ist hergestellt. Was du nicht hören willst, ist, dass irgendwas passiert ist, und das ist so der Moment der größten Anspannung. Ich übernehme den Täter jetzt. Also der Täter ist jetzt für euch neutralisiert, könnt ihr an mich übergeben. Okay, dann befreie ich dich mal aus deinen Fesseln hier. Ne? Gut, also wie gesagt, für uns Ziel der Übung ist jetzt das, was die Einsatzkräfte machen. Du bist überwältigt worden, insofern haben wir dich jetzt neutralisiert. Von daher bist du erstmal aus unserer Sicht entlassen. Bei einem echten Terroristen wäre der Tonfall jetzt nicht so locker. Also ich hatte wirklich, glaube ich, überhaupt keine Chance, da irgendeine Gegenwehr zu leisten. Deswegen spätestens, wenn die anrücken, ist, glaube ich, Sense. Sehr gut. Dann haben wir schon mal das Ziel erreicht. Die Gefahr ist abgewendet, der Täter gefasst. Wer hinter den Masken steckt, wer das geleistet hat, wird nie jemand erfahren. Für mich ist besonders, wenn keiner weiß, was ich mache und Menschen über das, was ich mache, reden, ohne zu wissen, dass ich es tue. Und natürlich innerlich vielleicht sagt die Stimme, hey, das bin ich, aber da gehöre ich zu. Aber wir wollen ja auch, auf der einen Seite wäre es auch verlogen, auf der einen Seite möchte ich hier in Identitätsschutz stehen und auf der anderen Seite gehe ich damit angeben. Die Belohnung ist einfach, dass der Einsatz funktioniert hat und du jemanden festnehmen konntest, dazu beigetragen hast, dass Beweise gesichert wurden, im Extremfall sogar verhindert hast, dass andere Menschen getötet wurden. Maske und den Anzug lass die an. Die beiden Männer, die mit dem Täter und seinem Gift in Kontakt waren, werden jetzt noch chemisch gereinigt. Der Rest der Truppe hat Feierabend. Terroristen bekämpfen, das kann die GSG 9 besser als jeder andere in Deutschland. Den Terrorismus aus der Welt schaffen, das wird sie nicht. Wir sind ja nicht sicherer, weil es die GSG 9 gibt. Also der Anschlag, wenn er passiert und er wird nicht von Sicherheitsbehörden wahrgenommen, dann ist keine Spezialeinheit der Welt mehr in der Lage, das Problem in dem Augenblick zu lösen. Wir werden auch einfach als freie Gesellschaft, als demokratische und rechtsstaatliche Gesellschaft damit leben müssen, dass wir nie zu 100% Sicherheit werden herstellen können. Einzelne terroristische Kampagnen enden, aber Terrorismus als Gewaltform ist eine sehr alte, sehr lange bestehende Begleiterscheinung der Moderne. Einzelne Gruppen lassen sich besiegen, einzelne Personen lassen sich verhaften. Aber der Terrorismus als Gewaltstrategie wird nicht aus der Welt verschwinden.